Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für Juli und August 2016. Wie immer schauen wir uns an, was es so Aktuelles gibt, wie Termine oder sonstige Vorkommnisse, was sich auf der Werkbank tut und was für neue Bausätze ich mir zugelegt habe. Fangen wir gleich mal mit dem Erfreulichen an, mit dem Ferienprogramm. Das war jetzt neulich, da habe ich ein Video drüber gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Da ging es darum, mit Kindern hier aus dem Dorf Modelle zu bauen in den Sommerferien, damit die auch was zu tun haben. Und ich glaube, ja, die nächste Generation von Modellbauern ist gesichert. Also die waren wie immer sehr konzentriert bei der Sache, waren brav, haben keinen Blödsinn gemacht, haben sich sehr gefreut über die Modelle, was wir da gesponsert gekriegt haben. Also ja, für alle Seiten glaube ich absolut zufriedenstellend. Und keine Frage, nächstes Jahr gibt es das wieder. Muss ich ja schon fast, sonst steigen mir die Kinder aufs Dach. Die werden das nicht gern hören, wenn ich da sage, nö, mache ich nicht mehr. Also macht wirklich großen Spaß mit den Kindern zum Arbeiten. Ich bin nun mal jemand, ich habe es mit Kindern nicht so, aber wenn die halt bei der Sache sind und ja, kein Blödsinn machen, ist alles gut und da habe ich die entsprechend gut im Griff auch. Dann habe ich neulich noch eine Buchvorstellung hier auf dem Kanal gemacht über die Panzerketten. Das kam sehr gut an, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gemeint, mit sowas, haben Leute nicht so viel am Hut, aber anscheinend eben doch, das freut mich. Und vielleicht werde ich das in der Zukunft öfter mal machen, so ab und an mal ein Buch zeigen, wenn ich finde, dass das irgendwie besonders interessant ist. Ja. Also welche Allerweltsbücher oder Magazine oder so möchte ich eigentlich nicht vorstellen, aber wenn es wirklich was ist, wo ich sage, jawohl, das ist relevant und auch speziell, dann möchte ich das gern vorstellen. Also das hat mich sehr ermutigt, das irgendwie fortzuführen. Es gibt jetzt in der nächsten Zeit auch einen aktuellen Termin, und zwar die Modellbaumesse in Rhein am Lech. Die findet jetzt im September statt, am 10. und 11. Das ist ein Wochenende, Samstag, Sonntag. Und da stelle ich aus, zusammen mit ein paar Freunden. Und würde mich freuen, wenn gerade die jetzt hier in der Gegend leben, vielleicht vorbeischauen mögen. Ich denke nicht, dass die Messe jetzt so überragend genial ist, dass man da von weiter weg anreisen muss. Ist halt klein und ist auch viel mit RC-Modellbau involviert oder auch Modelleisenbahn. Also ich denke, es ist ein schönes Spektrum und ich stelle da eben gerne aus, weil es jetzt zum Thema Plastikmodellbau normalerweise da nicht so viel zum Sehen gibt. Aber ich finde, wenn es eine Modellbaumesse ist, muss das irgendwie auch repräsentiert sein. Deswegen gehe ich dahin, stelle aus und freue mich drauf, was die Leute sagen. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ende September, Anfang Oktober kommt dann noch eine sehr schöne Zeit für mich. Und zwar habe ich da Urlaub. Yes. Allerdings werde ich da nicht so viel Modell bauen. Wahrscheinlich gar nicht. Sondern da fahre ich wieder mal weg. Ja. Und zwar fahre ich da nach Italien. Mache da eine schöne Rundfahrt. Ich sag mal Süditalien, mehr oder weniger. So in die Basilicata, Amalfiküste vielleicht und dann Monte Cassino, Pompeji und dann am Schluss noch 5 Tage Rom obendrauf, weil ich finde, Rom ist so ziemlich die schönste Stadt, die ich bisher besucht habe. Da gefällt es mir einfach, da passt auch das Klima und alles, das ist super. Also da freue ich mich schon drauf und da könnt ihr drauf wetten, dass ich da ein paar Videos dann später mache drüber, weil ich einfach sehr gern schöne Orte fotografiere und filme. Oder jetzt gerade auch, wenn ich in Monte Cassino bin, hoffe ich, dass ich da irgendwie was auch finde, was mit der Casino-Schlacht zu tun hat, weil mich das eben geschichtlich auch sehr interessiert. Da möchte ich vielleicht ein paar Videos machen. Ich hoffe, das ergibt sich, dass ich da mir die Zeit nehmen kann, mit meiner Kamera da das zu dokumentieren und dass ich das eben auch so hinbekomme, dass es visuell interessant ist. Aber das ist so eine Sache, was ich mir vorgenommen habe, ein paar Videos über den Urlaub zu machen, um euch ein bisschen die Welt näher zu bringen. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich mal genug gequatscht, jetzt schauen wir uns mal an, was sich so auf der Werkbank tut. Die Projekte auf meiner Werkbank machen alle steten, aber leider langsamen Fortschritt, aber macht ja nichts, um Geschwindigkeit geht es ja nicht. Das ist hier von Bronco der Panzer 3A, den ich euch im letzten Update schon gezeigt habe. Der hat sich farblich immer noch nicht verändert, aber es gibt ein Diorama schon mal
Da hatte ich das letzte Mal eigentlich nur, ich sag mal, den Rohbau fertig. Jetzt ist da schon alles in Form mit Modelliermasse überzogen und hier so eine kleine Brücke habe ich noch integriert, die ist von Royal Model und aus Gips gegossen. Ist recht schön detailliert eigentlich. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich das arrangiere, weil die Brücke ist für den Panzer deutlich zu schmal. Also könnte ich ja irgendwie hier so eine Wegkreuzung haben, ja, dass hier eine Straße verläuft und hier gibt es eine Abzweigung, das wäre eigentlich ganz nett. Ich habe da auch noch eine Menge Figuren, alle möglichen deutschen Soldaten, die gerade auf dem Marsch sind. Ja, hier auch einer mit der Panzerbüchse, die sind meistens von Dragon. Da habe ich hier noch einen polnischen Soldat, so als Kriegsgefangenen, der gerade bewacht wird. Also da jetzt Verschiedenes, was man tun könnte. Ich möchte auch irgendwie noch einen Baum integrieren, wenn es irgendwie geht. Relativ viel Natur. Hier in dem Bachlauf soll es relativ sumpfig sein, mit vielleicht Schilf oder so, wenn es geht. Also relativ aufwendig, was jetzt da die Begrünung angeht. Aber zuallererst muss ich mir mal im Klaren werden, wie ich das arrangieren will. Und vorher werde ich da, glaube ich, nicht weitermachen, weil ich ungern so einfach mal drauf losbaue, sondern ich möchte dann eigentlich schon wissen, wo ich hin will, bevor ich da irgendwie weitermache. Momentan konzentriere ich mich hier auf dieses Projekt. Das ist von Meng, der SHA-2C. Das letzte Mal, wo er den gesehen hat, hatte der noch keine Farbe drauf. Und wie ihr seht, mittlerweile hat er eine Tarnlackierung erhalten und gerade bin ich jetzt noch bei der Detailbemalung. Also das sollte eigentlich relativ zügig gehen von jetzt ab. Eigentlich habe ich für das Modell vorgeschnittene Maskierfolien von DN Models, aber da habe ich einen Fehler begangen bei der Lackierung. Da hätte ich eine andere Grundfarbe wählen müssen. Ich habe den dunkelgrün lackiert und dachte dann, ich könnte die sandfarbenen Flecken aufschablonieren, aber leider sind die Maskierfolien eigentlich andersrum gedacht. Das war ein bisschen blöd, aber letzten Endes mit dem Pinsel lackieren ging das eigentlich auch ganz gut. Also ich wollte das nicht selber maskieren, sondern habe ich halt mit dem Pinsel die sandgelben Flecken aufgemalt, um eben diese scharfe Kante zu erhalten. Das ging eigentlich recht gut. Da habe ich mich ein bisschen vom Harry Houdini inspirieren lassen. Der hat da ein Video drüber gemacht, wie man das schön machen kann. Ich wusste auch so, wie es geht, aber man hat dann halt nochmal so einen kleinen Gedankenanstoß bekommen. Das fand ich dann doch ziemlich nützlich und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Also man kann auch noch mit dem Pinsel bemalen, so ist nicht. Dann hier ein kleines Diorama wollte ich machen. Was heißt Diorama? Eigentlich nur eine Base, weil ich finde, das Fahrzeug, das muss sich irgendwie, weiß nicht, das Auge braucht irgendwie einen Referenzpunkt, einen maßstäblichen. So, wenn das so dasteht auf dem Tisch, dann denkt man, was soll das für ein Maßstab sein? Aber das wird halt erst klar, wenn ich da Figuren dazu stelle, was für ein Ungeheuer das eigentlich ist. Deswegen, braucht es irgendwie auch noch einen kleinen Unterbau, so als Sockel im Prinzip. Das wird eigentlich bloß eine Wiese mit ein bisschen Dreck. Aber einfach nur der Präsentation wegen ist das, glaube ich, ein bisschen interessanter, dass es dann so aussieht. Der Sockel ist eigentlich ganz einfach gebaut, wie ich es eigentlich immer mache. Unten ist ein Brotzeitbrett drin, außenrum Furnierholz, das dann verspachtelt ist. Innen habe ich dann Styropor rein, Reparaturmörtel und oben drauf eine dünne Schicht Modelliermasse. Und schon hat man sich hier selbst den doch ganz ansehnlichen Sockel gebaut. Als nächstes wird es dann an die Abziehbilder gehen, an die Alterung und die Figuren muss ich auch bemalen. Das kommt drauf an, also ich denke, das müsste eigentlich relativ schnell zu bewältigen sein. Also ich freue mich schon drauf, wenn das Modell mal fertig ist, das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ich arbeite auch noch an einem weiteren Panzer 3 und wie ihr seht, das ist ein ziemlich massives Projekt hier. Da bin ich auch schon ziemlich gut vorangekommen eigentlich, aber jetzt kommt halt auch wieder der Teil, wo man sich dann Gedanken machen muss, was will ich noch auf dem Diorama haben, und bevor das nicht klar ist, mache ich da immer nicht weiter. Wie schon gesagt, ich mache das nicht so gerne im Blindflug, sondern ich will dann einfach schon wissen, wie genau das dann werden soll. Fangen wir mal mit dem Panzer an. Das ist der alte Dragon Panzer 3G aus der Imperial Series, der meiner Meinung nach immer noch recht nett zum Bauen ist. Einfach aus der Schachtel gebaut, im Prinzip ein paar kleine Änderungen und Verbesserungen halt.
habe ich schon vorgenommen. Ja, die Ketten sind vom Bausatz, die haben durchbrochene Führungszähne. Das war damals irgendwie schon drin. Viele Hersteller schaffen das ja heute noch nicht, dass man da die frühen Panzer 3 Ketten oder beziehungsweise Panzer 4 Ketten da schön realistisch gegossen hat. Der LKW, das ist von ICM der KHD S3000, den habe ich kürzlich in der Bausatzbesprechung vorgestellt. Der ist auch schon zusammengebaut und der ist ein absolutes Träumchen. Der Bausatz sehr einfach, extrem gute Passgenauigkeit. Was will man mehr? Wirklich toll. Fehlt sich gar nichts. Also keine Spachtelmasse war eigentlich nötig. Das ist wirklich sehr schön zum Bauumgang. Das Motorrad ist von Cesta, die BMW R12. Habe ich schon oft gebaut. Ist auch immer wieder nett. Da greife ich oft drauf zurück, weil der Bausatz einfach super ist. Der Leiterwagen ist von Masterbox. Die Windmühle ist vom Plus Model. Das ist so ein Lasercut Bausatz aus Balsaholz von so einer russischen Windmühle. Es sieht ganz schön aus, aber ich fand jetzt unterm Strich ist der Bausatz leicht überteuert. Ist aber, glaube ich, schon ein schöner Eyecatcher und lässt sich eigentlich auch ganz gut bauen, wenn man da einen guten Holzleim nimmt, ist das eigentlich sehr schnell erledigt. Die Figuren sind größtenteils von Dragon, also gerade hier die Panzersoldaten sind von Dragon. Der Motorradfahrer, der ist von Masterbox, den habe ich aber ein bisschen verändert mit Dragon-Teilen. Der LKW-Fahrer ist von Svesta, der ist bei einem Bausatz dabei von dem Mercedes L4500, glaube ich. Der lehnt sich so aus dem Fenster raus, also die Türen sind jetzt da nicht dran. Und der Opa hier, der ist von Masterbox auch. Also eine schöne Mischung. Ich finde, das sind alles Hersteller, die sich gut kombinieren lassen. Das funktioniert nicht immer ganz so gut bei Tamiya-Figuren vor allem. Die fallen irgendwie immer auf. Man kann da eine Tamiya-Figur nicht mit einer Dragon-Figur irgendwie kombinieren auf dem Diorama. Das wird irgendwie immer komisch aussehen. Aber die sind alle vom Stil relativ ähnlich, deswegen geht das ganz gut. Diorama gebaut wie immer. Da ist eine Holzplatte drunter, Nierholzrahmen, Styropor, das ist schön in Form gebracht, Reparaturmörtel und Modelliermasse. Wie man sieht, geht es hier darum, der Panzer schleppt den LKW ab. Das hier ist ein Abschleppkabel. Und hier soll so eine große Pfütze sein, wo der LKW eben stecken bleibt und das Motorrad tut sich hier auch nicht so leicht. Und der Panzer, der leistet da eben ein bisschen Hilfe, um den LKW hier durchzuziehen. Die Ladung von dem LKW ist recht interessant. Ich habe das auf vielen Fotos schon gesehen, dass hier so Feldküchen oft auch transportiert wurden. Das ist ja eigentlich schon ein Wagen an sich. Gehört an den Pferdegespann eigentlich hin. Aber bei schlechten Wegeverhältnissen wurden die halt auch mal auf dem LKW gepackt. Und das wollte ich hier einfach mal machen. Die Feldküche, möchte ich noch sagen, die ist von Academy. Im Prinzip beinahe baugleich mit der von Tamiya. Nur dass die Tamiya Feldküche ein bisschen schärfere Details hat. Da sind die Teile jetzt bei dem Academy-Teil, da muss man schon ein bisschen schauen, dass man die besser versäubert und so. Das ist nicht ganz so überragend gegossen, aber trotzdem mit ein bisschen Zusatzarbeit sieht es eigentlich ganz schön aus. Und ist ja eh nur Ladegut. Also ich glaube, das passt dann eigentlich schon ganz gut. Die Szene soll so im Frühherbst spielen. Und bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich mache, aber hier hinten wäre es vielleicht ganz nett, wenn man hier so ein paar Bäume hätte oder einfach schon Sträucher, wo das Laub schon fehlt. Also so, das Diorama ist dann einfach Beginn der Schlammperiode im Prinzip, wo sich das hier schon andeutet, dass die Wege immer schlechter werden. Bei der Mühle ist jetzt auch noch die Frage, ob ich hier noch die Bespannung drauf mache. Oder ob ich die weglasse, weil ich denke, zu der Jahreszeit würde eigentlich eine Mühle viel zu tun haben nach der Ernte, dass sie dann das Getreide mahlen kann. Also jetzt nur die Frage, ob ich das bespanne und vor allem wie, mit was.
oder ob ich das weglasse. Das ist halt noch so. Da gibt es noch Klärungsbedarf. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen, wie ich das genau haben will. Das Diorama sieht jetzt schon ganz beeindruckend aus und ich hoffe dann, dass man das auch sagen kann, wenn es mal fertig ist. Aber das wird wohl noch eine Weile dauern. Wie ihr seht, da ist noch eine Menge zu tun und vielleicht kommen noch 2, 3 Figuren dazu oder auch nicht, das muss ich mir eben nur überlegen. An der Trompeter Roma habe ich nicht so viel weiter gemacht. Im Prinzip habe ich eigentlich nur das Deck dunkelgrau lackiert. Als nächstes möchte ich dann hier hinten das Holzdeck machen. Hier einzelne Details noch lackieren und dann seitlich und hier auch an den Aufbauten dieses scharfkantige Splitter-Tarnmuster irgendwie auftragen. Also bevor ich da irgendwie an den Aufbauten weitermache, möchte ich eigentlich, dass der Rumpf fertig lackiert ist. Ich denke, so machen das die Schiffmodellbauer üblicherweise. Und ich sehe auch den Grund, warum. Das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Ja, wie ihr seht, ich habe eine Menge recht anspruchsvolle Projekte am Laufen. Aber ich denke, es ist alles eine Frage der Zeit, bis ich die fertigstelle. Ist halt ja eine Geduldsfrage und ich möchte sie auch schön bauen. Und das braucht eben Zeit. So, jetzt schauen wir uns an, was ich so an neuen Bausätzen mir zugelegt habe. Damit wären wir auch wieder am Ende des Updates. Ihr könnt euch also in nächster Zeit auf ein paar Videos freuen. Vielleicht über den Char 2C, wenn der fertig ist. Vielleicht nochmal irgendwas mit Figuren oder so. Ich möchte vielleicht auch wieder mal einen Baubericht machen in den nächsten Monaten. Ich weiß bloß nicht genau worüber. Eigentlich wäre ja von Meng der Leopard 1 dran. Da weiß ich aber nicht, ob ich da wirklich Lust drauf habe, weil da fehlt noch ein bisschen das Drumherum, weil ich möchte nicht das Modell bauen, es soll auch wieder ein Diorama geben, aber da weiß ich nicht genau, wie das läuft. Also werde ich vielleicht was anderes zeigen, vielleicht wie man eine Figur bemalt oder vielleicht noch ein Flugzeug. Könnte theoretisch alles passieren, aber ich habe wieder im Kopf, mal demnächst einen Baubericht zu machen. Dann könnt ihr euch auch eben auf die Videos über Italien freuen. Ich hoffe, dass die gelingen und interessant sind für euch. Und ja, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Hauptsache mir gefällt's. Das ist wie mit allem eigentlich. Modelle müssen eigentlich mir nur gefallen. Wenn es euch auch gefällt, umso besser. Also genug geredet, ich verabschiede mich jetzt. Ihr baut fleißig Modelle. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.